Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute wieder auf dem Main, auf meinen geliebten Magier, der gestern Stufe 720 geworden ist. Ja, durch das Kalender-Level-Up haben wir es geschafft. 720 wieder ein Stück näher an der 800 dran. Das ist nicht mehr so viel, sag ich mal so. Ist aber eine schöne Stufe, wie ich finde. Und genau, daraufhin hatte ich mal geguckt gehabt, wo wir uns jetzt leveltechnisch weltweit unter den Magiern zumindest befinden. Und zwar sind wir hier gerade auf Platz 107 weltweit bei den Magiern. Das ist sortiert nach den Magiern, ne? Also jetzt klassenspezifisch. Es sind aber auch noch ein paar andere, die hier gerade auf 720 unterwegs sind, ganz in der Nähe. Immer der Charlie, ja, mit dem bin ich immer ganz dicht beieinander und zumindest leveltechnisch. Wenn wir jetzt mal nach den Stats sortieren, dann sind wir da ein bisschen höher auf jeden Fall, was so unsere Platzierung angeht bei den Magiern. Und wo sind wir da? Wir sind jetzt mittlerweile auf Platz 37, ja. Ganz knapp hier auch vor der 38. Es ist auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf jeden Fall, aber auch hier bahnen wir unseren Weg langsam, aber sicher nach oben. Aber es wird natürlich immer schwieriger, die Spikes werden immer härter und es geht auf jeden Fall immer weiter auseinander. Und es ist nicht so einfach. Die Leute hier oben, die schlafen nicht auf jeden Fall. Und das sieht aber trotzdem generell eigentlich ganz okay aus, ne? Also der 37 höchste Magier von den Stats her ist, denke ich mal, erstmal vollkommen in Ordnung. Wenn wir jetzt nach allen Klassen sortieren, müsste ich mal schauen, wo ich gerade bin. Okay, wenn wir jetzt nicht nur die Magier nehmen, sondern alle Klassen, die es überhaupt gibt, dann bin ich von den All-Stats, sag ich mal her, gerade in den Top 80. Was auch sehr, sehr gut ist, würde ich mal sagen. So dafür, dass da alle Klassen mit inbegriffen sind. So, ne, wir bahnen uns langsam, aber sicher den Weg nach oben. Es ist natürlich ein sehr langer, mühsamer, steiniger Weg, aber früher oder später, ne, wird immer mal jemand hier wegknicken, leider, wie es so ist, oder mal ein bisschen weniger aktiv spielen. Das ist nun mal leider so. Es kann nicht jeder immer am Start sein, aber die Leute lassen sich natürlich nicht hier auf den Rängen ihre Butter vom Brot nehmen, ne? So viel sei auf jeden Fall mal gesagt. Und auch persönlich auf F9 sieht es hier ganz gut aus. Also ich halte mich seit unserer neuen Umequipung dann doch ein bisschen in den höheren Rängen hier mal ab und zu auf. Es ist jetzt nicht immer so, dass ich auf Platz 1 chille hier, das ist ganz und gar nicht der Fall. So, ne, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade auf Platz 1 bin. Ich habe heute noch keine Alu gespielt. Meistens, wenn man die Alu spielt, kriegt man ja auch ein bisschen Ehre dazu und dann steigt man ja automatisch auch in der Rangliste auf. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier auf Platz 1 bin. Letztes Mal hatte ich auch schon geguckt. Da war ich auch auf Platz 1 gewesen. Mal gucken, vielleicht kommen wir sogar heute wieder in die IHOF rein. Ich werde jetzt aber nicht darauf explizit achten, dass ich das schaffe irgendwie. Dazu muss man ja um Punkt 18 Uhr auf seinem Server auf Platz 1 stehen, um dann nächsten Tag um 0 Uhr hier in der internationalen Ehrenhalle für seinen Server antreten zu können. Ich meine, ich würde es mir jetzt auch schon zutrauen. Jetzt ist gerade der BMW hier für F9 gerade auf Platz 12 hier am Start. Ich würde es mir mittlerweile schon ein bisschen zutrauen, mal in die IHOF, für die IHOF anzutreten von unserem Server aus, weil wir sind jetzt ja equipment-technisch auf einem ganz guten Niveau, sag ich mal. Da haben wir uns ja jahrelang wirklich nicht neu equipped. Da wollte ich auch nicht unbedingt in die IHOF jetzt rein, weil ich da halt eben unter meinem Niveau, sag ich mal, kämpfe so mäßig. Aber jetzt sind wir ja gut am Start. Trotzdem haben wir hier noch einen BMW, der auch immer noch gute Stat-Punkte auf jeden Fall hat hier. Knapp 600.000 in Geschick drin. So viel haben wir noch nicht in Int. Dafür sind wir aber ein wenig besser in Ausdauer aufgestellt als der gute Kollege hier, ne? Und insgesamt haben wir hier Stat-Punkte von 155.000 zu 212.000 und einmal 249.000 zu 295.000. Ja, also andere Prioritäten wurden hier ein bisschen gesetzt auf jeden Fall.
Aber beides ist, denke ich mal, mehr als in Ordnung. Ich würde nur sagen, seine Skillung ist mehr für einen Magier üblich, als meine Skillung für einen Magier üblich ist. Aber ich wollte halt erstmal so ein bisschen auch auf Ausdauer gehen, ein bisschen Leben dazu gewinnen. Und jetzt geht es für mich halt wieder auch voll in Richtung 600.000 Int, dass wir da dann schön Schaden stacken. So muss das sein als Magier. Ne? Und ja, mal gucken, wie lange das dann dauern wird. Ne? Ja, ansonsten kamen ja gestern auch neue Producer Notes raus. Wer ist Teil der Alpha Group und wie kann man teilnehmen? Vielleicht habt ihr schon gelesen, vielleicht nicht. Wir haben ja den ersten Teil der Alpha Group auch vorgestellt, was die Alpha Group ist und was die macht und so. Jetzt ist hier quasi der zweite ja, Abteil, sag ich mal, oder der zweite Post zur Alpha Group. Da ja, können wir das nur mal ganz kurz noch mal ein bisschen überfliegen hier. Die Alpha Group besteht aus engagierten Spielern, ne, die ein sehr tiefgreifendes Verständnis für Spiel haben, so, ne, sind jahrelange Mitglieder der Community, die sich halt eben aktiv bei Diskussionen und beim Bug-Reporting halt eingesetzt haben, so, ne. Aber es geht weit drüber hinaus, die Rolle eines Alpha Group Members, so, ne, helfen potenzielle Probleme zu identifizieren, Balancing-Anpassungen zu verfeinern, ja, dass der neue Spielinhalt den Spielerwartungen entspricht, ne? Genau, machen Realitätschecks, so dass man quasi unterschiedliche Perspektiven auch auf die verschiedenen Updates sieht. Nicht nur, dass quasi das Unternehmen Playa so eine Sichtweise hat, sondern die anderen Spieler andere Sichtweisen dann haben und dann kann man so vielleicht so eine gewissen, wie sie es hier genannt haben, Realitätschecks halt eben dadurch erlangen, dass man sich so denkt, okay, ja krass, so habe ich das noch gar nicht gesehen, da hast du recht. So, ne? Im Moment gibt es keinen direkten Bewerbungsprozess für die Leute, die das vielleicht interessieren sollte. Ne? Sie nehmen Spieler, die halt aktiv bei Beta-Tests teilnehmen, Vorschläge im Discord machen oder ja, Diskussionen im Bugforum beitragen. Es ist halt so eine Unterkategorie im Discord, auf dem Discord-Server. Genau, ja, und dann halt eben aufschlussreiches Feedback bereitstellen, konstruktive Kritik und Ansätze verfolgen. Und dann hat man eben die Chance auf so einen Alpha Group Member, also halt eben ja keine aktive Bewerbungsphase. Ne? So sieht das aus. Dadurch, dass wir den engagierten Spielern zusammenarbeiten, können wir sicherstellen, dass Shakes and Fidget sich stetig in Übereinstimmung mit den Vorstellungen der Community weiterentwickelt. Ja, und das hoffe ich auch, dass es auch so weiterhin in diese Richtung dann auch gehen wird. Ne? Ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass man jetzt so ein bisschen haben lässt hinter den Kulissen, was da jetzt so gerade läuft. Ne? In Bezug halt eben jetzt auch auf das Vorab-Testen solcher neuen Features. Ne? Das ist, denke ich mal, auch sehr wertvoll, dass man jetzt halt eben nicht so halbgares Zeug irgendwie in Zukunft nochmal rausbringt, wie zum Beispiel den Wanderzirkus in der Vergangenheit. Und ja, ich bin sehr gespannt, wann das nächste temporäre Update bzw. Event wieder kommen wird. Ne? Jetzt hatten wir ja den Elevator. Das nächste große Event, was dann ansteht, ist der Legendary Dungeon, der jetzt zu Ostern erscheinen wird. Aber ich würde mich auch mal freuen, wenn man mal so wieder zwischendurch so eine kleine Würze hat, wie zum Beispiel den fahrenden Dungeon oder so. Den haben wir jetzt schon relativ lange nicht mehr gesehen. Den kann man sehr gerne mal wieder so ein Wochenende zwischenschmeißen. Ich denke mal, da würden sich ein paar Spieler auch drüber freuen, so, ne? Dass man den halt eben auch nicht ganz vernachlässigt. So, der Wanderzirkus kann meinetwegen noch ein bisschen warten, so, ne? Also ja, dadurch, dass der Wanderzirkus halt auch ein sehr teures Feature ist, muss man auch dazu sagen. Ja, weiß nicht, würde ich mich jetzt tatsächlich mehr darüber freuen, in Zukunft nochmal den fahrenden Dungeon nochmal zu sehen. Ja, das wäre ganz cool, nochmal ein bisschen Erfrischung so, ne? Genau. Ansonsten, ja, sieht es soweit auch auf Twitch ganz gut aus. Wir haben unseren nächsten kleinen Meilenstein erreicht. Ich hatte ja letztes Mal im Video dazu gesagt, man muss so bestimmte Kriterien erfüllen für den Partnerstatus. Die haben wir jetzt soweit erfüllt, ne? Und jetzt bin ich halt dabei, dadurch, dass man das halt eben, dass 2 Monate beobachtet werden, ziehe ich jetzt halt eben auch noch den zweiten Monat auch noch so durch, wie ich den ersten Monat jetzt durchgezogen habe und dann werden wir daraufhin dann unsere erste Bewerbung dann mal an Twitch abgeben und dann haben wir vielleicht den Partnerstatus, um dann in Zukunft eventuell dann auch Zugang zu den Jobs zu bekommen. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich möchte das unbedingt für euch auch bereitstellen, ja, dass ich da auch am Start bin.
und ihr dann bei mir zuschauen könnt und auch dann ja aktiv dann auch was davon habt. Ich weiß das natürlich sehr zu schätzen, dass alle Leute da, die da am Start sind auf Twitch, dann zuschauen, ohne irgendwie, ja, sag ich mal, im Hintergedanken zu haben, okay, ja, der bringt mir jetzt halt eben Jobs so, deswegen weiß ich das sehr zu schätzen an alle Leute, die da sind so, ne? Und aber trotzdem kann man das Ganze ja auch mit einem nützlichen Feature verbinden, wie den Drops, so, dass man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat, so, und deswegen, das wäre auf jeden Fall cool. Wollte ich euch nur mal zeigen, ist jetzt die Herausforderung oder die Ansprüche jetzt soweit erfüllt, aber hier, ihr seht das ja unten in dem Absatz, ne, in den letzten beiden Monaten, deswegen ziehen wir jetzt noch weiter so durch auf jeden Fall. Ich gebe mein Bestes und hoffe mal, dass das 2025 ist es mein großes Ziel, auf jeden Fall halt eben auch Twitch-Partner zu werden, um die Drops zu bekommen. Eigentlich ist Twitch-Partner für mich nur so ein Zwischenstep. Das obergeordnete Ziel sind eigentlich die Drops. Und deswegen ist 2025 auch eins meiner größten Ziele halt eben, denn dementsprechend diese dann auch zu bekommen. Ne? Deswegen vielen lieben Dank auf jeden Fall, der da am Start ist, der mich da supportet und ja, immer zuguckt, mitchattet und so weiter, freue ich mich immer sehr drüber. Deswegen, falls ihr noch nicht dabei seid, Link in der Videobeschreibung. Ne? Auf Twitch hauen wir ab und zu mal auch ein kleines Giveaway raus, so ein paar Pilzcodes, wisst ihr ja, habe ich ja auch zur Verfügung bekommen, immer von Playa. Und da lassen wir uns das ja auch nicht nehmen, die dann auf Twitch auch rauszuhauen. Gut, bis dahin war es das soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.